Das ist das sensationellste Wohnmobil, was ich hier gefilmt habe. Und ich sage euch eins, es ist so sensationell, dass der Erbauer, er heißt Romeo, so kann ich das sagen, bei mir im Jahr 2023 den goldenen Wohnmobil-Oscar kriegen wird. Hallo Romeo. Hallo, grüß dich Sven. Das ist ja der Hammer und ich muss, bevor ich den Romeo sprechen lasse, ja erstmal meine Tochter Jan begrüßen, denn wir haben auf diesen Termin hingefiebert. Tagelang, es hat irgendwie nicht funktioniert, jetzt ist dunkel und wir haben gesagt, komm, wir müssen tagsüber filmen, aber es sieht abends noch wie geil aus. Ich finde, das tut dem Ganzen jetzt keinen Abbruch mit der schönen LED-Beleuchtung und dem modernen Design. Wirkt das so sogar noch viel besser. Ja. Romeo, du wohnst seit ein paar Monaten drin. Ich wohne seit Anfang Dezember da drin, ja, testweise, um einfach mal zu gucken, wie sich das verhält bei Temperaturen weit unter 0 Grad. Ist das noch zu haben? Das ist zu haben, ja. Okay, da werden wir gleich mal drüber reden, weil ich will es haben. Das ist so sensationell, dass ich das hier unbedingt haben will, denn der Vorteil ist, es ist Ladung, nehme ich an, oder? Genau, das zählt als Ladung, ja. Man sieht auch hier die Ladungssicherung, die Gurte. Okay. Das ist unglaublich, es ist einfach nur Ladung, du hast es oben drauf gepackt. Wer hat das gebaut, du selber? Ich selbst, ja. Okay, was hast du gelernt? Kfz-Mechaniker. Kfz-Mechaniker. Genau. Okay, das ist ja früher noch, ja ganz krass. Sag mal, Länge von dem Fahrzeug? Ja, 14 Meter Auflieger plus Zugmaschine, also wir kommen da so auf 17,50 Meter. 17,50 Meter, so. Da ist eine LED-Wand hinten drauf, richtig? Genau, die ist leider gestern, wie ich sie anmachen wollte, ist die Sicherung rausgeflogen. Ich weiß nicht, was da los war. Ich hatte sie das letzte Mal im Sommer letzten Jahres. Ich wollte gerade sagen, es sieht aus wie eine LED-Wand. Es ist eine LED-Wand, es ist eine 3-in-1-Wand. Du kannst damit Fernsehen gucken auf der Rückseite? Absolut geniale Bildqualität, 3 mm Pixel Abstand, also das Beste eigentlich. Okay, das heißt, Mindestabstand wären 3 Meter, dann geht's schon, aber so aus 6 Meter Entfernung ist sie gestochen scharf, oder? Gestochen scharf, ja. Wow. Ja. Ist gut? Das ist wie ein Kino auf Rädern. Ja. So, du kriegst aber gleich einen Anfall, weil das Projekt heißt thefuturehouse.com. Genau. Und das ist wirklich ein absolutes Zukunftshaus. Und ich bin jetzt eigentlich ganz froh, wenn ich ehrlich bin, dass wir gewartet haben, bis es dunkel ist. Senkt sich das oben noch ein bisschen ab, oder? Nee, das bleibt so. Das bleibt so. Und das heißt also, die Fassade wird geschützt dadurch, dass der Überhang ein bisschen größer ist. Genau, also ich wollte tatsächlich diesen Dachüberstand, weil alles andere hätte dann diesen typischen Containercharakter und das wollte ich nicht. Du weißt, dass du vollkommen verrückt bist. Manchmal, ja. Das ist ja unglaublich. Du stehst jetzt hier in Karlstein, stehst ein bisschen schräg, kann das sein? Genau, das fällt leicht ab, ja. Ist das schlimm für Schlafen? Nö. Oder standst du vorher gerade? Ja, meistens stehe ich gerade, ne? Also, ja. So, du stehst hier in Karlstein, du hast einen Mietvertrag bekommen, ihr kriegt eine neue Produktionsstätte und so lange testest du das mal, ne? Genau, also hier 300 Meter Luftlinie von hier haben wir eine Produktionshalle, die ich ab Wochenende beziehen kann, ja. So, die Außenfassade, aus was ist die? Das ist ein ganz innovatives Produkt. Das ist gepresstes und gefärbtes Altpapier. Nee, du willst nicht gerade verscheißern. Nee, doch, das heißt das Altpapier. Ridgelight, ja. Das fühlt sich aber an wie Papier. Ja. Ja. Und das ist... Das ist witterungsbeständig, ist mit Phenolharz verklebt. Und wenn es regnet, macht nichts? Gar nichts. Das ist jetzt, die Fassade ist jetzt schon 2 Jahre dran und es ist immer noch von der Farbintensität immer noch genauso wie am Anfang. Das ist auch richtig leicht, oder? Ja. 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 Gut, das Gewicht spielt eh keine Rolle. Optik zählt. Ja. Was darfst du hier draufpacken auf den Anhänger? 26 Tonnen. Okay, dann mach. Und was wiegt's? 15. 15. Also da ist noch ein bisschen Platz, oder? Da einen Elefanten mit draufpacken, ne? Du, wir gehen da gleich mal rein. Ich krieg schon Angst, ja, weil ich habe nämlich überlegt, ist das ein geiles Teil? Autarkie ist gewährleistet? Hat er einen Tank? Nicht ganz, nee, das wird bei dem nächsten Projekt hinten bei diesem Auflieger, kann ich euch schon mal zeigen. So, das ist ein Haus auf Rädern. Genau, das ist ein Raummodul, was seit 2 Jahren auf dem Auflieger steht und ich schon öfter durch den TÜV gefahren bin damit. Da lachen sie immer, wenn ich komme. Echt? Ja, es ist... So, du hast ein neues Projekt vor. Wir können das gleich mal zeigen. Ich habe dich nur gebeten, fahr mal gerade den LKW rüber. Ja. Du kommst aus einer Speditionsfamilie. Genau, ich bin also früher auf Fernverkehr gefahren. Das ist allerdings schon 30 Jahre her. Bin ich jede Woche nach Italien gefahren, ja. Boah, ich bin so froh, dass wir heute Abend dahin gefahren sind, weil es sieht im Dunkeln viel besser aus. Es ist unglaublich.
So, ich stell's mal kurz weg, denn das hast du gemacht, damit nämlich keiner unter den Auflieger läuft. So, das ist Anzahl der Zimmer drin? 2 plus Bad und Gäste-WC, Abstellraum. 2 Zimmer, Küche, Bad. 2 Zimmer, Küche, Bad, ja. Eine Küche ist auch drin. Genau. Okay. So, Stromversorgung hast du bekommen hier von der Stadt? Ja, eigentlich sollten da noch Photovoltaikmodule damals drauf aufs Dach. Gut, jetzt der Winter. Aber beim Verladen hat der Verlademeister gesagt, es muss auf den Balken hier stehen bleiben, hier, was man unten drunter sieht. Und die 10 cm, die fehlen mir. Deshalb musste leider die Photovoltaik weichen. Wir sind schon auf 4 Meter. So, der Verlademeister hat das gesagt. Warum soll es da stehen bleiben? Weil wir es sonst nicht mehr runter bekämen. Ach so, du musst da irgendwie drunter. Genau, mit Traversen kann man es jederzeit wieder hochheben. Das bedeutet, du könntest das hier jetzt auch verkranen, würde es gehen? Ja, natürlich. Du kannst es jederzeit runterheben. So, hier sind Partner drauf, warum? Ja, das sind Partner, die sich in das Projekt mit eingebracht haben. Elektrolutz, der Lutz selber, oder? Nee, also hat jetzt nichts mit dem XXX-Lutz zu tun. Das ist hier ein lokaler Elektroinstallateur. So, du hast normale Fenster drin? Nein, das sind dreifach verglaste Alufenster. Okay, aber normale wie zu Hause, sage ich jetzt mal, oder? Normale Energiesparfenster mit einem sehr guten U-Wert, ja. Jetzt sag mal, könntest du mit auf Reisen gehen theoretisch? Das heißt, wenn du ein bisschen autarker machen würdest? Ich war die letzten 2 Jahre 5 Monate unterwegs in ganz Deutschland, von Nordsee bis in den Schwarzwald. Mit dem Haufen? Ich bin schon über 15.000 Kilometer mit dem unterwegs gewesen. Das ist doch krass. Ja, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Ja, du bist auf der Suche. Meine Tochter Jan ist in Lettland. Sie will, ich sag mal, sich verändern. Das ist so, du willst auch gern reisen. Ich habe dich auf den Geschmack gebracht, die letzten 5 Tage. Wie hat es dir gefallen? Ich fand es sehr gut und er hat mir ja auch jetzt schon von dem Objekt erzählt, aber da bekomme ich ja nicht viel mit. Ne? Und wenn man das dann mal sieht, wie es im Endeffekt aussieht, wenn mir jemand erzählt, ja, ich habe das selbst gebaut, dann erwarte ich natürlich noch mal was anderes als das. Wir machen sogar Selbstbaukurse, ja, das kann ich euch nachher noch erzählen. Okay. Gut, aber ich sag mal, das Ganze muss ja auch fachmännisch ausgeführt sein. Ja. Du willst es ja auch verkaufen. Genau. Denn dann kann man nicht hingehen und irgendwas rumknauben, wie man im Saarland sagt, ja, rumbasteln. Ja. Das hier, das ist die Stromanspeisung, hast du jetzt mal mit 230 Volt gemacht, ja? Genau. Einphasig. Genau. Kann man bis zu 3 Phasen rein? Ja. Okay. Hier haben wir einen Ablauf von drin, ne, von der Badewanne, von der Dusche. So, das ist quasi das Projekt Nummer 0, so kann man sagen. Genau. Denn der neue kommt schon, das gucken wir uns gleich an. Der Trailer ist da schon. Das bedeutet, dieses Modul kann ich abladen, hat mit dem Trailer gar nichts zu tun. Nee. Sind die genormt, die Trailer? Das ist ein Standard-Semi-Aufleger. Ich habe keine Ahnung. Standard-Semi-Aufleger heißt der. Genau, Semi-Aufleger ist dann mit der niedrigen Bereifung schon, dass ich 3 Meter nach oben Platz habe. Und die Zugmaschine, was ist im Moment dran? Gehen wir mal kurz vor. Scania. Ja, Scania, der Rolls-Royce unter den Zugmaschinen. Genau, richtig. Unter den Fernfahrern das beliebteste Marke, ja. So, da ist Alufelgen drauf. Genau. Könnt ihr das im Endeffekt dann auch aufbocken und als Tiny House benutzen? Ja, absolut. Ja. Natürlich. Du kannst jederzeit dann auch weg dann damit. Ja, das ist cool. Ja. Boah, ist der schick. Guck mal hier durch die Kamera durch und sag mir, dass es abends nicht besser ist. Guck mal gerade. Guck mal durch die Kamera, durch das Display. Ne, hier hinten. Hier vorne. Guck mal. Ach so. Guck mal da durch. Ja, geil. Sieht das nicht geil aus? Gut, ja. Das ist ja der absolute Oberhammer. Ja. Sag mal, so ein Teil gebraucht, ist das bezahlbar? Ja, das war ein Schnäppchen gewesen, muss ich schon sagen. Ja. Den habe ich vor 3 Jahren gekauft für einen absoluten Schnäppchenpreis. Der ist schön. So, da kann man ruhig einen kaufen mit vielen Kilometern, denn der kriegt ja nichts mehr drauf jetzt, oder? Die laufen alle Millionen, die LKWs, ja. Und was hat der drauf? Knapp 700.000. So, der ist gerade mal eingefahren. Kann man so sagen, ja. So, die nächsten 300.000 wird er fahren, bei guter Pflege auch länger, oder? Ach, ich fahre nicht viel, also der hält ewig. Der Spritverbrauch mittlerweile, das hält sich in Maßen. Was verbraucht der? 20? Also ja, so ungefähr zwischen 20 und 30, je nachdem wie viel Steigungen man hat. Ja. So, wir waren nämlich jetzt in Hamburg, sind da relativ gerade gefahren und da habe ich gemerkt, auf einmal hat die Kiste nur noch 12 Liter gebraucht. Okay. Das war so, das hängt auch ab, wie schnell man fährt. Das ist auch, glaube ich, was ganz entscheidend. Der ist ja abgeregelt, ja. Du kannst ja nicht schneller fahren wie 90. Ja, aber 90 reicht ja. 90 reicht. Ja. Krass, also das bedeutet, du hast den aus Papier gebaut. Sieht so aus, ne? So, Optik, beschreiben wir die Optik dann. Das ist ganz futuristisch, oder? Ja, wollte ich auch gerade sagen, futuristisch, ja. Und super modern.
Es muss dem Namen ja entsprechen. Ja, ich mein, minimalistisch. Ja. Ja. Elegant einfach. Ja, einfach elegant, ja. So, Farbe ist auch sehr schön. ich sag mal, die Gesamtlänge, Auflieger maximal 12 Meter darf man ja in Deutschland, oder? Nein, 1360. 1360, so. Also nichts für den normalen Campingplatz. Wird schwierig. Warst du schon mal am Campingplatz? Nee. Das wäre mal ein Gag, wir müssten mal am Campingplatz Ich habe fahren. angefragt, die haben dann abgewunken. Ja, Echt? so was Großes wollten die nicht. Ja. Du könntest kürzer bauen. Ja, natürlich, klar. Aber du wolltest jetzt mal zeigen, das machbar. Komm, ich zeig's mal gerade. Hier vorne steht ein neues Projekt. Ja. Du hast da hingestellt, was ist das? Genau, den habe ich jetzt gerade vor 2 Tagen habe ich den geholt. Ja, das ist ein Getränkeauflieger. Da ist ein Loch in der Mitte. Genau, das nennt man Tiefbett. Ja, der hat hier 4,50 Meter Tiefbett. Was natürlich schön ist, wenn ich da ein Haus drauf baue, da habe ich Ja. eine Trittstufe und bin drin im Haus. Ach, du kannst eben einsteigen. Ja, 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 man kann sogar eine Rampe dran machen, barrierefrei. Ja. Boah, ist das ein Und Riesending. hier unten kommt die Küche hin, hier Technikraum, dann geht hier eine Treppe hoch ins Wohnzimmer. Warte mal, geht. Nee, ich bin nur gerade am Halten, dass ich die Ach so. ein bisschen mehr kommen, weil Ja, hier oben kommt dann das Wohnzimmer drauf. Ja. Ja. Und rechts geht dann die Treppe nach oben ins Schlafzimmer. das hast du alles schon geplant. Ja. Ist es drinnen schon die Zeichnung? Oder? Nee, die habe ich noch nicht, aber die ist gerade in Planung. Aber ich habe Die schon ist ein in deinem visuelles Vorstellungsvermögen sozusagen. Und hier hinten kommt das Bad. Und dann habe ich nach hinten raus noch mal knapp 5 Meter Platz, wo ich noch gar nicht weiß, was ich in den Raum reinmache. Kann man das Material eigentlich in allen Farben dann bekommen als Außenfassade? Ja, das gibt es in verschiedenen Dekoren. Ja. Und hier hinten, das ist nämlich auch das Schöne, das wird zugemacht hier. Und dann habe ich hier Platz für 1000 Liter. Also kann ich 500 Liter Frischwasser, 500 Liter Grauwasser hier unterbringen. Okay. 500 Liter. Das heißt, die Häuser, die sind dafür angelegt, man kann sie fix benutzen, Ja. man kann aber auch damit rumfahren. Genau. Ich kann jederzeit den Standort wechseln. Also das, was ihr da gesehen habt, ist das Maximale an Abmessungen, was ich mit einer Dauerausnahmegenehmigung transportieren kann. Das Projekt wird das Maximale an Volumen, was ich mit einer Dauerausnahmegenehmigung transportieren kann. Sag mal, das ist so hoch, das könnte mehrere Stockwerke haben, oder? Ja, der kriegt ja eine Galerie sozusagen hier in diesem Bereich. Wann wird es fertig? Dieses Jahr noch. Dieses Jahr noch, 2023. Wir filmen heute am 9. Januar 2023. Da vorne steht es thefuturehouse.com. Es ist so atemberaubend, muss ich sagen. Und wir waren noch nicht drin. Wir waren vorher nicht drin. Du bist mein Zeuge. Wir waren nicht drin. Richtig? Nein. Genau. Sag mal, du hast wirklich Romeo, oder? Ja, schon seit 58 Jahren. Seit 58 Jahren. Romeo, komm. Aber auch, dass der neue, der wird wahrscheinlich relativ hohe Decken haben dann in der Mitte. Ja. Nee, der wird 4 Meter hoch, genauso Wow. wie der, ja. So, komm, wir gehen noch mal ganz zurück. Jetzt ist nämlich ein bisschen dunkler geworden. Jetzt können wir das ganze Erscheinungsbild gerade mal zeigen. Und ich brauche noch eine Einstellung gleich. Die werde ich gleich noch filmen, wo der Scania mit drauf ist, so von der Länge her. Da habe ich Ja. nämlich schon eine Idee, wie ich das Ganze gerade ablichte. Wenn ihr mal ganz kurz hinter mir bleibt, Ja. dann gehe ich mal gerade hier hin, denn ich brauche ein Startbild, dass wir... Diese Folierung siehst du vielleicht, es ist Perlmutt. Ja. Das ist also abends dann glänzt es so schön. Du bist total schockverliebt, oder? In das Ding? Ja, es hat Spaß gemacht, ja. Okay. Bauzeit? Rohbau 12 Tage Okay. und Innenausbau habe ich auch selbst gemacht, da habe ich ein bisschen länger gebraucht, also insgesamt 3 Monate. 3 Monate. Ja, Das geht doch. ja. Da bauen andere, da 5 Jahre. Ja, ich lache immer, wenn ich da die Sendung sehe, wo sie sagen, die haben ein Jahr ein Tiny House gebaut. Ja, also weiß nicht, was die gemacht haben in dem Jahr. So, Preis jetzt von dem hier, wie er steht? Hier oben drauf die Ladung. Wir Ja. reden jetzt von der Ladung 82.500 82,5 brutto netto? brutto. Brutto, inklusive Steuer. Ja. So, 82,5. Da ist sie dabei, die Treppe? Ja, nee, die ist nicht dabei. Das ist ja auch nur bei dem jetzt. Das ist ja Okay. unser Showtruck. Showtruck. So, aber der, ich sag mal, der wird erstmal behalten, oder? Der Truck Nummer 0? Ja, da hänge ich schon ein bisschen dran, ja. Okay, ich habe schon... Die ganze Treppe kann man einfahren? Oder wie funktioniert Ja, das? Das sieht gerade so aus, als könnte man die einfach so wird reinschieben. Richtig, die wird reingeschoben, da wird der Handlauf wird einfach abgeschraubt Das ist und dann cool. wird die reingeschoben und weg ist sie.
So, da sind hier 2 Schrauben. Genau. Zeig mal bitte, wie das geht. Ja, sorry, die Leute wollen das ja sehen. Ja, aber das dauert, wenn ich jetzt das beides abschrauben würde, dann würde es ein bisschen dauern. So, so die Jan hilft gerade. Okay. Also So, eine Flügelschraube los. Dann schrauben sie alles los. Achso, da muss man noch eine abschrauben. Ja. Das heißt, den Handlauf, den brauchst du ja nicht zwingend, wenn du mal kurz raus willst, oder? Nee, aber wenn einer runterfällt von der Treppe, dann Ist doof. ist ein Problem. Ja. Ja, das stimmt. Jetzt nehme ich oben den Handlauf oben einfach raus. Ja. Krass. Romeo, du bist mein Held. Das habe ich mal alles ausgedacht, ja. So, jetzt schiebt den rein. Wir kommen jetzt zu den Dreharbeiten auch ohne Handlauf rein. Ja, ich schiebe halt jetzt mal die Treppe rein, ja. Okay. So, und dann kommt hier die Klappe davor. Und Ja. Denn jetzt, spätestens jetzt, kommt man gar nicht mehr so einfach rein, Ja. Jan. Genau. Das heißt, der Diebstahlschutz ist jetzt schon beeindruckend. Musst du springen, ja. Musst du springen. Ja. Das ist ja auch das, was wir in den anderen vermisst haben. Ja. Dass alles so ein bisschen höher ist, genau, man so eine gewisse Sicherheit hat. Dann ist auch hier nochmal Verriegelung, dass wenn wirklich mal was, dass der nicht abhauen kann. Ja. Muss Ja. erst ein bisschen hochdrücken. Ah, ja gut, das weiß ja auch nicht jeder. Ja, ja. So, und dann guck mal hier, die Fenster gehen bis ganz unten hin. Das ist schon mal Und dieses sensationell. Fenster ist, das hat einfach, wenn du drin bist, das macht die Räume offen. Groß, ja, bodentiefe Fenster. Ja. Und hier ist ein Foto, wenn es dann mal da steht. Das Wenn heißt, es steht, sieht es dann so aus, ja. man kann es auch hinstellen, wenn man möchte. Genau, wenn ich eine Baugenehmigung habe, kann ich das irgendwo hinstellen. Krass. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Also, Schlüssel brauche ich. Ja, oder ein Stein. Nee, habe ich ja eingestellt. Oh, danke. Ich habe schon. Nee, den habe ich drinnen vergessen. Ja. Ja gut, er wohnt ja da. Ach, du meinst drin. So, das ist das Ridge-Light, diese Ja. Platten. So, dann herzlich willkommen. Herzlich willkommen, sagt er. Wir gehen hoch. Und du hast einen Hund, sehe ich. Ja, ich habe einen Hund. Mit Wetkonzept aus Schweich Ja. fütterst du ihn. Ah, das kenne ich doch. Ja, ja. Ja, So, ziemlich cool. ja. Krass, warte mal ganz kurz. Ich muss mich gerade mal hier zurechtfinden. Das ist dein Wohnzimmer so ein bisschen. Sie kommt man in die Küche, ne? Genau. Ja. Genau, also es ist offener Raum, ne? Küche, Wohnzimmer. Also hier dieser Küchenblock mit der Essbar nimmt zwar viel Platz weg, aber es macht es natürlich gemütlich hier. Das ist mein Lieblingsplatz, hier an der Bar zu sitzen, an der Essbar. Und der Hund, der packt das hier hoch? Was hast du von Hund? Den muss ich heben. Musst du heben. Der ist schon 12 Jahre alt und So, dann mach mal zu. So, das mal sehen. Und dann, wenn du mal so lieb geht's bist. ja weiter. Ja, es geht, ist unglaublich. Jetzt sieht Also hier, es nochmal ganz anders aus. das ist, Ja. ich zeig das mal gerade, dass ihr das mal seht. Das war die Eingangstür. ja. Die Eingangstür ist wie zu Hause. Das ist eine Haus. Ja, das ist eine Haustüre, ja klar. Das ist ein bisschen, geht ein bisschen schwerer, weil der Tür. in der Luft hängt vorne. Ah, okay. Ja. Okay. So, das heißt, er ist nicht abgestützt und deswegen Genau. ist er da. Genau, So, du hast natürlich Haustechnik eingebaut vom Feinsten, das werden wir gleich mal sehen. genau, Da ist so ein bisschen dein Pult mit der Küche, genau. was du hast. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie wir das jetzt mit der Beleuchtung hinkriegen. Warte mal kurz. Kannst du das Licht ein bisschen heller machen? Ich kann natürlich. Dann dreh mal gerade alles auf, was du hast. Ich drehe alles auf, was Ja. ich habe. Denn jetzt ist schön. Das ist eine Spannendecke. Das ist eine Spanndecke, ja. Du hast eine Spanndecke drin. Ja, cool. Ach, das Licht ist unter der Decke. Genau, Oder über der Decke in dem Fall. über der Decke, ja. Über der Decke. Ja, Warte, ich zeig das mal. Das ist deine Küche. das ist die Küche. Die ist auch gleichzeitig Arbeitsplatz. Genau, Da kannst du essen. ja. Dann hast du hier einen Kamin. Das ist ein Gelkamin, ja. Also tatsächlich, mit Bioethanol habe ich hier eine echte Flamme. Ja, also wenn es dann mal ein bisschen kühler ist hier drin, dann mache ich hier eine Flamme an und habe nach einer halben Stunde habe ich hier 3 Grad Wärme hier drin. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe keine Heizung an. Ja, ist Hier, ziemlich du brauchst warm, hier drin keine Heizung, Warum nicht? weil die Gebäudehülle so energieeffizient ist. Das allein durch deine Eigenwärme? Genau. Quatsch. Doch. Hier, das Bild ist eine Infrarotheizung. Und wie es vor 2-3 Wochen mal so richtig kalt war, ne? So -10, -15 Grad, war das der einzige Heizkörper, den ich anhatte, hier auf 33 Quadratmeter. Ja. Und es war warm, ich hatte 21 Grad.
krass. Aber es ist ein Passivhaus quasi. Das ist ein Passiv, ja, kann man sagen, ja. Das Bild ist eine Infrarotheizung. Ja, wenn du mal hinten dran gehst, dann siehst du es. Elektrisch, ne, mit Strahlungswärme. Ja. Auch eine gute Idee. Also das bedeutet Lüften, wie geht das? Lüften, ganz klassisch. Fenster. Morgens, abends, mittags mal kurz Stoßlüften, Ja. das reicht, ja. Aber da wäre auch möglich, jetzt einen Wärmetauscher reinzumachen Ja, mit einer natürlich, B- und N-Lüftung, wie man das ja, kennt. Kommt auch ins nächste rein. Kommt ins nächste rein. Ja. So, dann hast du hier eine Schlafcouch. Genau, das ist eine Schlafcouch. Ich ziehe die einfach nur nach vorne. Kann ich auch mal machen. Ist dein Schlafzimmer im Moment die Couch? Nee, Hinten. ich habe hinten ein Oh, Schlafzimmer. das heißt, hier könnte noch einer schlafen. Genau. So, dann geht mal Jetzt gerade ein so Stück zurück, dass ich das mal kurz zeigen kann. Hier ist die Schlafcouch. Hier könntest du 0, nix. Die kommt von XXL Lutz, Ja. nehme ich an. Ja, Du kennst die Chefs da oder wie? wie so vieles, ja. Echt, du kennst sie wirklich? Ja, ja, klar. Und die heißen Lutz? Oder? Nein, die zwei heißen anders. Anders heißen die. Nee. Nee, die heißen anders. Nee. Ich habe schon verstanden. Ich wollte nur Spaß Okay. machen. Ne. So, da vorne ist der Fernseher. Ja. So, die Wände innen, was ist das für ein Material? Das ist komplett aus Holz gebaut. Das ist hinten steht eine Musterwand, dann kann ich euch das nochmal erklären. Da hinten diese Musterwand. Warte, geh jetzt erstmal hier hin. Das soll das gerade mal zeigen. Das ist deine Küche. Du kochst auf Gas im Moment. Ja, das ist mit Gas. Ja, ich habe da eine Flasche unten drin. Zeig mal. Ja, da mal. ist viel Zeug drin. Das kann ich momentan nicht zeigen. Aber ich Ja, kann euch ich gucke in deinen Kühlschrank gleich. genau, Deswegen ich kann euch die Spülmaschine. Spülmaschine zeigen. Okay, die ist drin. Genau. Dann haben wir hier einen großen Kühlschrank. Warte mal ganz kurz, das Waschbecken zeige ich noch. Das ist so ein Naturstein. Nee, so ein Kunststein, der drin ist. Ja. Okay. Tankvolumen, was hast du hier? Wasser? Ich habe 300 Liter immer dabei. Okay, langt ja. Genau. Gut, so, und dann Kühlschrank. Ja, ist jetzt ein bisschen halt was drin, Ja, was zeig man so mal. braucht. Nutella natürlich. Sodastream, Kaffee, ein Da Bier. sieht man immer, wie gesund der Mensch lebt, ne, wenn man in den Kühlschrank guckt. Ich habe eben noch ein Nutella-Brot geschnitten. Du bist aber kein Kostverächter. Ein Nee, guter ich Wein bin gehört kein dazu. Oder? Alkoholiker, ne, wegen dem Bier und wegen dem Wein. Also, Nee, keine Angst. Nee. So, da ist ein Backofen mit drin. Ja. Du lebst hier richtig drin. Das heißt, das funktioniert alles. Ja. Natürlich, also das kann man ja mal anmachen, das Licht. Okay. Ja. So, das ist eine Küche, die wurde auf Maß gefertigt für dich, oder? Nein, gar nicht. Das ist alles Standard hier. Eine Standardküche. Ja. Die hat zufälligerweise reingepasst. Ja. So, während der Fahrt, du musst natürlich alles festmachen, dass die Ladung Genau. nicht irgendwie umkippt. Ja. Ist es alles schon berechnet, festgeschraubt? Oder? Genau, das wird alles befestigt, ja. Okay. So, also innen ist alles Holz. Da ist eine Schiebetür mit drin. Ja. Kann ja mal zumachen. Ja. Allerdings steht er halt jetzt ein bisschen schräg, aber da sieht man halt auch, Passt. wie im Schiffsbau. Ja. So, mach nochmal auf, bitte. Gehe ich mal durch, wenn du mal gerade Hat ja auch so einen drin leichten Licht? Schiff. Lichter machst, ja. Da ist es dein Büro. Wie cool. Überall natürlich Touch. Das ist die Steuerung, Ja. die mit drin ist von Gira. Ja. So, also das kennt jeder Elektriker, kannst du Ja. über reparieren lassen. Funktioniert im Großen und Ganzen, muss man Ja. sagen, oder? Ja. So, dann hast du hier. Nee. Das ist dein Bett, oder? Ja, tagsüber Schreibtisch. Oder Esstisch oder was auch immer. Warte, ich muss noch einen Schritt zurückgehen, dass man das mal sieht. Das da hinten ist tatsächlich sein Bett. Und das Coole ist dabei, dass hier der Platz wäre, wo du trainieren könntest. Genau. Das ist cool. So, der Boden, was ist das, Vinyl? Oder? Nee, oh, Vinyl, nein. Das ist Bambus-Diele-Boden. Also total hart, Das oder? ist Bambus. Bambus, ja. Warte mal, ich bin echt sprachlos. Warte mal, ich stelle mich hier rein. Die Farbe kann man wahrscheinlich genauso einstellen, wie man sie gerade möchte. Ja, ich Wie kann ja was mal aus? RGB, ja. Schon ein großer Raum, ne? Ja. Ja, der ist großzügig, ja. Cool. Andere Farbe. Ja, Rot, falls du aus dem Gewerbe kommst. genau. Ja, so. Machst du besser nicht an. Cool. Ja, und auch die Helligkeit, ne? So ein riesen Kleiderschrank. Ja.
Preis nochmal, was hast du gesagt? 8,6, oder? 8,6. 8,6. 8,2. 8,2. 82.000 Euro. Ja. Mit der Steuer. Brutto. Ja. Das ist fair, Ja, oder? für die Qualität auf jeden Fall. Also wir verbauen hier auch wirklich nur hochwertiges Material, also Furnier-Schichtholz. Das ist das Holz, was am stabilsten ist und was sich auch nicht verzieht. Und so ist das komplett gebaut, ja. Also bedeutet komplett alles, was ich sehe, bis auf die Möbel, oder? Genau. Die Küche wäre schon drin? Nee. Nee. Nee, die Nee. ist noch nicht mit drin. Ja. Der Boden wäre schon drin, der Fußboden. Ja. Ein bisschen was wollen wir noch verdienen. Ja. Ja. Okay, verstehe. Ja. Aber ich kann das Bett mal ausklappen. Mach mal. Ich gehe mal ganz kurz in die Ecke rein, da kann man so ein bisschen besser sehen. Ja. Weil ich bin zwar schon weitwinklig, Auch aber mit einem Das Finger kann man das bleibt einfach. alles. Das bleibt alles drauf, also es ist auch nicht festgeklebt, ja, was manche denken. elektrisch. Ja, das ist so Mechanik. Eine Gasdruck. Ja, Wie cool. ja. Also ist auch eine Boxspringmatratze, da schläft man schon sehr gut drauf. Genau. Ja, und dann morgens, wenn ich es nicht mehr brauche, Einfach so wieder wie heute früh, ja, schnell Bett gemacht Ja. und dann einfach wieder, zack, hier, wieder hoch und Das ist so cool. hier oben dann Verriegelung beim Fahren. Ja, das Coole Und ist, das ist einfach so zu kaufen. Ja, das Ja. ist ein Möbelstück, was handelsüblich ist. mit dem Tisch, der ist dabei. Genau, Das kommt so. das kommt so. Mach nochmal auf. Ich muss gerade nochmal, weil ich sehe gerade Kostet die. aber extra. Nein, die Bücher bleiben sogar stehen, sehe ich gerade. Ja, die stehen ein bisschen komisch, ja. Ach, die bleiben da stehen. Ja. Das geht dann. Ach, das ist der Balanciert Fuß. sich da selbst aus hier. Das ist der Fuß, ja. Das ist ja verrückt. Coole Erfindung. Habe ich ja nie gesehen, das da. Ja, Und das also gibt es auch bei XXL Lutz, oder? Ja. Also mit den Schrankbetten von vor 20 Jahren hat das nichts mehr zu tun. Ja, kann ich auch da hinten vielleicht noch ein Bild reinmachen. Ja. Mach nochmal hoch. Jan, du mal. Ist das schwer? Das geht ein bisschen. Muss das gehen? Okay, jetzt wird es schwieriger. Jetzt, es gibt einen Punkt, da wird es ein bisschen schwierig, ja. Ja. So, das heißt also, wenn du deinen Ehemann um die Ecke bringst, Jan, Genau. und die Polizei kommt, Kann ich da drin verstecken? kannst du drin verstecken. Keiner wird je auf die Idee kommen, dass da. Das ist natürlich toll, das heißt, du kannst den Platz wirklich gut nutzen, ne? Absolut. Also du hast quasi 2 Räume in einem. Ja. Ja, wenn du nicht viel Platz hast, musst du gucken, wie du den Platz nutzt. Ja. Du bist 5 Jahre Fernverkehr gefahren nach Italien, oder was? Genau, vor 35 Jahren, Vor 35 Jahren. Du bist jetzt wie alt? 60 fast, oder? 58. 58. Was ist für dich die 6 davor? Ist das endlich mal Erfüllung? Nee, da denke ich noch nicht dran. Da denkst du nicht dran. Nee. Aber das ist so, jetzt hast du die Zeit dafür. Du bist quasi unruhig, so kann man sagen. Nee, ich habe da jetzt wirklich so meinen Lebenstraum mit dem Projekt quasi, bin ich dabei, das zu realisieren. Ja. Also ich lebe meinen Traum, deshalb da draußen gibt es so ein schöner gelesen. Spruch. Ja, Ich müsst ihr glaube. mal lesen, ja. Ja. Was Ich passiert? weiß nicht mehr, was da stand, aber ich habe es gelesen gerade eben. Ja. Ja. Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann lässt du die Schatten hinter dir. Das sind so Motivationsposter. Ja. Das ist so, Ja, aber schön, finde Warum auch ich. Mit nicht, dem, ja. passt zu dem Bild. Ja. lebe nicht, sterbe. Das war ein Das Scherz. ist aber auch alles so ein ganz kleines bisschen maritim hier gehalten. Ne? Genau, Ja. hat auch seinen Grund, Ach, ich glaube, da hinten weil die Fenster. wenn wir das hier runterheben, Ja, dann heben wir das nicht auf festen Boden, sondern dann wollen wir das auf den Ponton stellen. cool. Ja. Auf ein Schiff. Ja, das soll schwimmen. Das ist cool. Ja. Das ist nämlich das, was die mir erzählt haben aus Bosnien. Die bauen nämlich jetzt auch einen Wohnwagen Full GFK und die haben dort eine Pontonhalterung mit dazu und da kann es schwimmen. Ja. Es kann also schwimmen, es kann auf dem Trailer. Genau. Sag mal, so einen Trailer gebraucht, was zahlt man dafür, wenn man einen haben möchte? Also für den habe ich 5.000 € bezahlt. Ist das ungefähr der Kurs, den man so... Das ist günstig. Ja. Also man musste ihn auch ein bisschen restaurieren und so, ja. Okay. Aber es war günstig, ja. So, du bist zurzeit ein bisschen blau. Kannst du mal rein weiß machen, das Licht? Geht das? Ja, Dass wir das mal gerade sehen, den Unterschied, weil es ist alles sehr blau. Die AGC von der Kamera hat gerade totale... Die denken nämlich, es wäre alles blau hier drin. Das ist krass. Es ist ja auch alles blau hier drin. Jetzt, jawohl.
Jetzt ist weiß. Jetzt ist weiß. So, die Lichtsteuerung ist mit drin. Hier hast du überall Laufwege gemacht, wahrscheinlich wegen dem Hund, oder? Nee, das ist wegen den vielen Besuchern hier. Es haben sich ja schon ein paar tausend Leute angeguckt. Seitdem du hier stehst, oder wie? Nee, seitdem ich war, wie gesagt, schon 5 Monate unterwegs damit und stand dann auch jeweils eine Woche vor den Filialen vor XXX Lutz. Ja. Habe also insgesamt 20 Filialen bereist, plus noch die Messen zwischendurch, die New Housing in Karlsruhe. Da war hier der Teufel los hier drin 2 Tage. Es war Wahnsinn. So, ich hab jetzt nichts davon erfahren. In Karlsruhe, die Messe, ist die gut, die New Housing? Absolut. Also für sowas, also alles was kleiner Wohnen betrifft, muss man hin zu der Messe, ja. Okay. Ja. Ja, vielleicht bin ich ja nächstes Jahr da oder dieses Jahr in dem Fall. Ja, genau, im Juni. So, hier ist ein Vorhang davor. Mach mal auf hier, Verdunklungsvorhang. dass wir mal sehen. Da ist natürlich, bräuchte man jetzt, wenn man es öffnet, natürlich ein Ich mach das. Geländer. Ja, ne, vorne diese Schiebetür zeige ich euch, das große Fenster. Warte, ich komme. Gerade noch mal einen Blick hier durch. Ich bleib mal ganz kurz hier stehen wegen der AGC, damit es Ja. weiß wird. Müsste jeden Augenblick passieren. Weil die Kamera ist so verwirrt von deinem Farbenspiel. Da ist es auch warm. Ja. Warm Ja. weiß. Das stimmt schon. Im Schlafzimmer hast du gar keine Heizung. Ne? Nee, Nee, brauchst du nicht. nee. Also es gibt Passivhäuser, das ist kein Witz. Das funktioniert, Ja, das System. ja, du hast eine Heizleistung von 60, 70 Watt, deine Körpertemperatur, Das Land. und das reicht, um so ein kleines Gebäude aufzuheizen. Also sehr energieeffizient. Und das sind die dreifach verglasten Alufenster. Wie gesagt, die sind auch sehr energieeffizient, weil es nützt nichts, wenn du eine gute Gebäudehülle hast und hast schlechte Fenster. Und das ist einfach eine perfekte Qualität. Guten Tag. Ja, es gab natürlich jede Menge Fotos dann, oder? Die Leute auch ins Netz gestellt haben. Hast du schon ein paar verkauft? Ja, wir haben jetzt 5 Musterhäuser und die ersten Bestellungen sind da. Wir fangen jetzt nächste Woche an mit der Produktion. 82.000 Euro brutto. Leer aber dann. Genau. Okay. Was ist denn im Preis mit drin insgesamt? Ja, das ist die Heizung, der Boden, also die Wände, die Decke. Wobei die Spanndecke ist Aufpreis. Das Bad ist auch mit drin? Das Bad ist mit drin. Okay. Komm, lass uns mal gucken. Bin ich ja mal gespannt. So, dann haben wir jetzt erstmal hier den Technikraum. Technik. Guck mal, er hat so einen Vorhang mit einer Waschmaschine. Ist da eine Waschmaschine drunter, oder? Nee, da haben wir, das soll das nur Symbolisieren. andeuten, genau. Okay. Das sind Prospekte und so Zeugs unten drunter. Hast du Licht noch hier drin? Da habe ich jetzt auch, leider Gottes ist die Lampe hier. Ich weiß auch nicht, wieso. Ist nicht schlimm, aber ich habe die eine geht Lampe nicht. dabei, Ja, zufälligerweise. okay. Was ist das da? Das ist die Cinderella Eine Verbrennungstoilette. Brennungstoilette, ja. Das ist die etwas ältere, gell? Ja, ja. Vorgänger, so die neue. Renner. Cinderella heißt die. So heißt die, okay. Ja. Das heißt, da ist drin, ich kann es dir mal gerade zeigen, das ist ein Beutel, machst du oben drauf, dann fällt die Banane rein, ja, oder dein Pipi und das wird alles verbrannt unten drunter. Okay. Ist die aktiven Verwendung? Ich hatte sie noch nicht benutzt. Das ist ein Ausstellungsstück. Die würde gehen? Ja, die geht. Und wenn du mal aufs Klo musst, wo gehst du dann hin? Ja, hier. Also hier ist in der Halle. Ja. In der Halle. Okay. Was ist das da oben? Das ist die Technik für die LED-Wand. Für die Videowand. Ja. Das ist dein Router, nehme ich an. Genau. Okay. Speedbox. Dann hast du hier 300 Liter Frischwasser mit Vorlauftemperatur, mit Vorlauftemperatur, damit, damit du immer warmes Wasser hast. gut, das Frischwasser ist aber nicht komplett warm, oder doch? Das ist beheizt. Das ist beheizt. Genau. Da kommt immer warmes Wasser raus. Also wenn du den Wasserhahn auf heiß stellst, dann kommt da warmes Wasser. Ach so, aber okay, das heißt, da ist jetzt 300 Liter warmes Wasser drin oder Ja. kalt? Gemischt. Ja. Ich habe es nicht ganz verstanden. das Normalerweise ist- hast du ja einen kalten oder Nee, das sind 2 Kammern drin. 2 Kammern drin. Ja. Oh, Schock, ich habe schon Angst Ja, bekommen. ja. Ja. Ich hätte irgendwie, das wird entsprechend Nee. abgekühlt oder. Nee. So, das heißt zwei Kammern, eine Warmwasserkammer und Genau. okay, verstanden. Gut, du hast ja auch Platz hier. Ja, es ist für einen Technikraum oder Hauswirtschaftsraum ausreichend, ja. So, jetzt wird das ja transportiert. Das heißt, die Leitungen sollten natürlich auch flexibel sein. Das ist hier der Fall. Ja, Wenn sich mal irgendwas vibriert oder so, dass nichts aber passiert. hier vibriert nichts. Das ist so stabil. Hier vibriert nichts, Can. Hast du gehört? Ja. Nicht so wie bei dir. Ja, bei mir vibriert alles. Aber ist ja auch Leichtbau, kann man nicht vergleichen. Ja. So, hier ist der Staubsauger.
Ich darf da mal reingucken hier in die Sicherung? Ja, natürlich. Kurz mal schauen. Also schon relativ viel Elektrik hier drin. So, Elektrolutz hat schön gebaut. Ja. So, und hier drunter, was da? Da ist. Ah, Bussystem. Ja. Okay, verstanden. Das ist jetzt für Licht und Co., das Bussystem? Oder? Ja, für also auch Steuerung der Heizung, alles Mögliche wird alles über Smart Home gemacht. Das wäre im Preis mit drin in den 82? Nee, ja, nicht. Sondern was wäre mit drin? Sonderpreis. Ja, normal Elektro halt. Sicherung. Ja. Okay, Genau. verstanden. Schalter an, aus. Genau. Das wäre mit drin. Genau. Okay, verstanden. So, die Bugdinger, haben die irgendeine Funktion aus so einem Spiegel? Ja, wie gesagt, schon im Hinblick auf das Schwimmende halt, ne? Man kann rausgucken. Nee, das ist nur Spiegeloptik, genau. Das Deko. war die Frage. Ja. Gut, okay. Ja. Jetzt hast du hier. Jetzt haben wir hier, mach ich mal an, oben. Sehr hell. So, jetzt hast du hier. Warte mal gerade. Also es ist mehr Badewanne. Richtige Badewanne. eine richtige Badewanne. Echt? Ja. Kannst du auch rausgucken dann, während du badest. Oder Fernseh gucken, wenn du willst. Ich sehe schon. Du hast dich selbst da auch entsprechend verwirklicht. Das kann ich aber auch nachvollziehen, dass du da bist. Warte, mach mal kurz auf. Ist ja schon abends. Dass wir das mal wegkriegen. Und ja, Badewanne habe ich verstanden. Hier ist ein kleines Schränkchen drin. In der Dusche steht sozusagen die Musterwand. Das ist die Musterwand. Das ist die Musterwand, ja. Das ist der Aufbau. Genau. So dick? Ja, 30 cm. Ach, deswegen passiv. Nimmt zwar Innenbreite, ja, aber manchmal muss man einen Tod sterben. Wenn du ein energieeffizientes Haus willst, dann musst du halt so eine Wand da einsetzen. Also der Aufbau ist so, das ist die Kernwand, das ist das Furnier-Schichtholz. Die Dämmung sind Dämmblöcke, das Rastermaß ist 50 cm. Und das Patent, was wir haben, bezieht sich auf die horizontale Verschraubung dieser Elemente. Das heißt, ich drehe in vorgebohrte Löcher, drehe ich diese lange Schraube, die sich dann in das zweite Ständerelement reinzieht. Und so baue ich die Wand stehend von vorne nach hinten auf. Ganz einfach. Ja. Einfaches Prinzip. Okay, das heißt, du schmeißt die Wand einfach nur ran und dann hält Genau, wir sie. Und dann kannst du verkaufen. Wir verwenden hier die längsten handelsüblichen Holzschrauben. 60 cm. 60 cm. 60 cm. Genau, und dann ist das die Außenhülle hier. Warte, ich zeig mich mal gerade. Ich bin erstaunt. So. Ja, bitte? Das ist jetzt, das ist dann die Außenhaut sozusagen. Das ist bitumengetränkte Holzfaser. Speziell für hinterlüftete Fassaden. Ja. Atmungsaktiv, oder? Genau, das ist, die Wand ist diffusionsoffen. Ach, deswegen das tolle Klima hier drin, ne? Merkst du das? Es ist frisch hier drin. Es ist nicht so muffig irgendwie. Es atmet das Haus, oder? Ja, genau. Okay. Dann kommt hier die Lattung drauf und dann außen diese Fassadenplatten. Und innen kommt dann zur Querversteifung die USB-Platten dran. Und auf die USB-Platten kannst du dann entweder Gipskarton oder Lehmplatten drauf machen. Sag mal, du meinst das ernst, was du hier alles machst? Du bist jetzt nicht so ein verrückter Professor, der sich selbst irgendwie Lebenstraum Nein, erfüllt hat, das sondern ist du also willst ganz- das Zeug verkaufen. Ganz seriös und solide, sage ich mal, ja. Krass. Habt ihr schon eine Baugenehmigung bekommen für irgendeins? Ist das Ja, Baugenehmigungsfähig? wir haben 2 Projekte jetzt, wo mehrere Module drauf gebaut werden. Kann man die übereinander bauen? Ja, natürlich. Wir können bis 5 Geschosse können wir so bauen. Übereinander. Du kannst aber nicht einfach übereinander stellen. Das geht Nein, das wäre dann ein Turm. Ja, Das wäre ein Turm. genau. Okay. So, Dusche ist mit drin. Ja, Tank habe ich ja eben schon erfahren. Druckwasserpumpe nehme ich an. ja. So, da sind die Näpfe vom Hund. Vom Hund, ja. Da ist die Waage. Ein Labrador Border Collie, zeige ich euch dann. Zeige, ja. So, jetzt geht mal bitte raus. Dann filme ich mal ganz kurz noch mal rein. Jetzt habe ich auch verstanden, um was es geht. Also der Raum hier ist das Bad. Das da hinten ist eine Klimaanlage drin? Das ist nur ein Heizlüfter. Ein Heizlüfter, falls mal du es warm haben möchtest. Schockartig hier drin. So ist es, so hat es angefangen. Mit Siebdruckplatten. Krass, einfach ein leerer Container. Ja, Ja. ne, mit den Bodenplatten hat es angefangen. Ja. Badewanne. Warte, ich komme. Ich komme. Das ist... Das ist der Anfang von diesem Haus. Das waren Siebdruckplatten. Ich leg's mal auf den Tisch. Ja, mach mal.
Warte, ich zeig das mal Das sind gerade. Siebdruckplatten. Ja, dann kam dann quasi die Dämmung. Dann haben wir den Rahmen gemacht hier. Ups, den Rahmen. Der Rahmen wurde ausgefacht auch mit der Dämmung. Dann kam die zweite Siebdruckplatte drauf. Hier sieht man die Treppe. Ja, das war das erste Wandelement, was ich gebaut habe. Du meinst das echt ernst alles? Ja, das sind die Ecken. Ja. An den Ecken kommen Zuganker zum Einsatz. Das ist alles statisch berechnet. Ja. Und so sah das dann aus, wie es außenrum dann fertig war. Das heißt so KfW und so weiter, macht dir keine KfW Sorgen. 55. 55, das ist ja die neue Norm, 2000. Ja, Gilt aber erst auf 50 Quadratmeter, glaube ich. Ja, naja, also hier, das geht auch KfW 40, aber da musst du halt einfach außen diese Holzfaserplatten ein bisschen dicker machen. Hier auch die Decke, habe ich mir was einfallen lassen, dass man das auch mit einer Person quasi schrauben kann. Dicht, ist sie dicht, die Decke? Ja, es wird alles, ist eine Dampfsperre drin, ja. Also die Dampfsperre ist sozusagen sind die verklebten OSB-Platten. Und hier haben wir halt ganz klassisch Trockenbau, haben wir die Zwischenwände gemacht. Rigips. Und in die Zwischenwände haben wir die Schiebetüren eingebaut. Es gibt noch ein zweites Heizsystem hier drin. Das ist quasi eine Heizfolie, ja, über den Fenstern. Brauchen wir aber gar nicht. Also ich habe hier den einen der hat 600 Watt, diese Infrarotheizung. Und wie es minus 15 Grad war, habe ich mit der einen Infrarotheizung, die 600 Watt hat, habe ich hier 33 Quadratmeter beheizt. Das heißt, wir haben hier eine Heizleistung von weniger als 20 Watt pro Quadratmeter. Das ist gar nichts. Oder halt noch 2 Leute einladen. Genau, das geht Ja, auch. genau. Dann wird es dann noch ein bisschen wärmer, ja. Das ist natürlich ein Vorteil auch im Sommer. Das heißt, du kannst mit einer kleinen Klimaanlage hier alles kühlen. Genau. Ja, das ist sowieso mit einer vorgehängten Fassade, trifft ja die Sonne nicht auf die eigentliche Gebäudehülle, sondern auf die vorgehängten Fassadenplatten. Ach, die Fassade ist komplett hinterlüftet. Genau, komplett. Das Gebäude ist komplett hinterlüftet. Das habe ich bei mir zu Hause. Also bei mir zu Hause ist Genau. außen eine Steinwand. In der Mitte ist, deswegen sind die Wände auch so dick. Du kannst mal gucken, Ja. da haben sich bloß in der Fassade Hornissen mal eingenistet. Das passiert, wenn die da durchkommen. Ja, hier werden sie durch den Fahrtwind weggeweht. Nee, die waren irgendwann mal weg. Ja. Warum auch immer. Aber auch das Dach ist hinterlüftet. Das Dach ist hinterlüftet. Ja. Okay, die Haustür rein. Die Haustüre, hier kam dann die Spanndecke. Ja. Ja. Dann hier ist außen die Abdichtungsfolie. Der Vorteil ist, der Transport ist geradezu null, weil du keinen Schwertransport hast. Genau. Also ich habe eine Breite von 3 Meter und wie gesagt, das kannst du dann mit einer Dauerausnahmegenehmigung transportieren. Und hier sieht man, wie das verladen wurde. Am 18. Dezember 2020 haben wir das hochgehoben mit nur 2 Gurten auf die Länge von 14 Meter. Das war also sehr mutig, aber das hat sich nicht durchgehängt, keinen Millimeter. Das war unfassbar. Also Das ist steif. das ist absolut, also Okay. durch die Verschraubung halt auch, ja. Wie viele Schrauben sind hier drin in dem Ding? Oh je, also müsste ich jetzt selber mal rechnen, aber auf einen halben Meter sind es 6 Schrauben. Also ein paar hundert. Ja. Ja, so. Brandschutz? So kann es aussehen. Was ist damit? Brandschutz haben wir ganz normal wie im Fertighausbau B2. B2. Ja, genau. Das ist ja auch ein Thema mittlerweile, oder? Brandschutz. Ja. Aber hier sieht man auch die LED-Wand, also da hat es noch funktioniert. Hinten drauf. Ja, da wurde sie anmontiert. Und ja, so sieht es halt aus abends. Upsala. Beleuchtet. Ach, die Farben außen kannst du auch noch Kann wechseln. ich auch noch wechseln. Das heißt, wenn du wirklich das Gewerbe hast, kannst du rot machen oder Ich jetzt rot grün. machen. Ja, ich mach sie mal. Wenn wir rausgehen, dann. Ja, kann man machen. Nicht, dass gleich die Polizei kommt. Das Einzige, was jetzt die Leute sagen werden, es ist ja ein Schlauch, muss man schon sagen. Also das heißt, ein Slide-Out hast du noch nicht in der Planung. Nee, also da draußen, das wird kein Schlauch mehr, weil es hat 3 Ebenen. Ja. Das heißt, ich habe dann innen 2 Treppen, Ja. vorne. Und halt auch oben, das ist dann ein bisschen versetzter, aber das ist halt barrierefrei. Wenn ich was nachziehen will, Kabelkanäle hast du auch. Ja. Durchgehend, von vorn bis hinten. Die Kabel sind unter die OSB-Platten verlegt. Okay, da komme ich nochmal ran später.
Schwer. Schwer. Oder so gut wie gar nicht, ja. Gut, ist ja heute alles drahtlos. John. Strom, Essen, alles drahtlos. Strom essen. Und, wie gefällt's dir? Ist auf jeden Fall erstaunlich, was man auf einem LKW bauen kann. Also ich hätte es ja jetzt nicht glauben können, wenn ich es nicht gesehen hätte. Also ja, ich bin schon ein bisschen kreativ, ja. Romeo, der kreative Romeo Ja. mit der Und wo kam jetzt Scania-Jacke. überhaupt die Idee her? Also die Idee, sage ich mal, die wurde ja mit der Wand geboren, ja. Das Patent. Und dann habe ich mir halt überlegt, dann kam so ein bisschen der Fernfahrer wieder durch, die Mobilität, die mobile Immobilie. Und dann dachte ich mir, ja, dann baust du das einfach auf einen Auflieger und schaffst dir halt das Maximale an Fläche, was du mobil noch transportieren kannst. Das heißt, Erweiterung wäre nur durch Slideouts jetzt möglich. Also das wäre so, du könntest aus Dach theoretisch noch eine Dachterrasse machen, oder? Ja, das ginge, ja. Hast du daran mal gedacht? Ja. Ja. Also bei dem anderen habe ich das auch vorher. Hast du es vor? Okay. Kann ich die Farben bestimmen innen? Wenn es nicht weiß sein soll? Ja, klar. So wie im Schlafzimmer, hatte ich ja vorhin gezeigt. Ja. Also auch hier im... Nein, die Wandfarben. Könnt ihr jetzt zum Ach Beispiel so, auch gebürstetes ja, Holz natürlich. Ich habe also Muster. Das sind Dekore von dem Ridge-Light hier, verschiedene. Außen ist es jetzt. Das ist jetzt für außen, ja. Und innen? Das Geht ist also auch gepresstes Altpapier. Das sieht ziemlich cool aus. Das gepresste Altpapier. Genau. Okay. Ja, Das Schwarze ist natürlich toll. Und es darf sogar schwarz sein, weil du ja gesagt hast, die ist komplett hinterlüftet, die Wand. Spielt keine Rolle. Genau. Und die Farbe, die bleibt, das Schwarz. Die bleibt, also die Intensität, sage ich mal, lässt mit den Jahren ein kleines bisschen nach, also verblasst ein bisschen. Aber gering, oder? gering, ja. Ich habe davon noch nie gehört, von Ridge-Light. Ja, das ist noch ein relativ neues Produkt, ja. Also ist auch schön hier Chocolate. Das heißt, wenn jetzt jemand sagen würde, ich hätte gern rustikales, gebürstetes Holz, das würde ihr auch machen. Ja, genau. In- also ja. Naturoptik dann. Ja. Genau. Naturoptik innen, das würde gehen. Ja, klar, logisch. Cool. Gut, für Geld kriegst du ja alles mal Ja, rum. hier habe ich noch die Wochenend-Selbstbaukurse für 199 €. Wer sich sowas wie hier selber bauen will, der macht so einen Kurs mit, Freitag, Samstag, jeweils 4 Stunden. Und da kriegt er das Wissen und das Know-how, um sowas auch selber machen zu können. Wahrscheinlich kriegt er dann das Wissen, realisiert dann, dass das viel Arbeit ist und kommt dann zu dir, um einzukaufen. Also in den Bildern siehst du tatsächlich, wir hatten 3 Kurse gemacht, also Musterkurse, ja. Und beim zweiten Kurs waren mehr Teilnehmerinnen als Teilnehmer. Es haben sich mehr Frauen angemeldet wie Männer. Die Frauen, ich sag mal, ist das machbar für jemand, der ein bisschen... Ja. Also da war so eine zierliche Chinesin dabei, die hatte vielleicht so 45 Kilo Körpergewicht. Die hat so eine Siebdruckplatte hochgehoben. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Also unglaublich. Ja. Boah, ich kriege hier Angst. 18,6 Grad haben wir jetzt hier drin. Die Heizung ist aus, nehme ich an. Ja, natürlich. Natürlich ist sie aus, ja klar. Ist ja auch draußen nur 6 Grad. Das ist ja viel zu warm. Die Heizung an, ne? Gut. Also hier das nochmal zur Erklärung hier, das Gira. Ja. Das ist jetzt wie gesagt, hier kann ich das Licht ausmachen. Dann habe ich die Heizung, die Temperaturen, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Und ja, ist also alles Programmierbar. programmierbar, genau. Bussystem, das heißt, du kannst also wahrscheinlich über eine App Über auch... eine App auch drauf zugreifen, ja. Gut, einfrieren geht ja nicht hier in dem Haus. Unmöglich. Das heißt, würde ewig dauern, nehme ich an, oder? Wahrscheinlich ist die Heizleistung von dem Boiler noch ausreichend, um das ganze Haus zu Ja. beheizen. Guck, das ist der Spruch, wo ich vorhin gesagt habe, das lebe deinen Traum. Deswegen kann ich ja nicht wiederholen. Denke immer positiv. Ja. Krass. Bedeutet, du hast das Ding gebaut, warst denn auf Promotion-Tour damit? Vor allem XXL-Lutz-Häusern. Genau. Gab es auch Reaktionen, die nicht so toll waren, wo Leute gesagt haben, ist das jetzt hier das Ende? Ja, da gab es natürlich aber ganz wenig nur. Also wenn dann die Leute sagen, ach nee, ist mir zu steril und so, ja, das ist Geschmackssache. Also man kann es ja nicht jedem recht machen. Ja. Ja, aber es ist jetzt recht modern und innen drin kannst du ja... Ich meine, er hat es ja auch für sich selbst gebaut, davon abgesehen. Also es hat vor allen Dingen gerade im Corona-Jahr 2020, wo wir das gebaut haben, hat es natürlich den Effekt, dass ich diese Wand abwaschen kann. Ja, also das ist halt... Kerchern. Ja, genau.
Aber es ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn du wirklich unterwegs sein willst, hast jetzt einen LKW, könntest von A nach B fahren, Also machst ein paar Lithium. ich glaube jetzt, wir leben ja in ganz komischen Zeiten, sage ich mal. Ne? Also hätten wir ja vor 5 Jahren überhaupt nicht dran gedacht, dass wir so Zeiten bekommen. Und ich glaube, das ist meine Vermutung, viele denken da anders, aber Autarkie und Mobilität kriegt in den nächsten Jahren, gerade was Immobilien angeht, eine ganz neue Bedeutung. Okay, das heißt, du könntest ihn noch 5 oder 6 Meter unter die Erde legen. Ja. Gut, Thema Wechsel. Ja, genau. Dass wir das sehen. Das heißt, gebaut ist er, ordentliche Qualität. Gibt es irgendeinen Haken hierbei? Nee, also, ja, es gibt doch einen Haken, also wo ich die Gurte anmachen kann. Die Haken gibt's. So, du wolltest mal zeigen, das Bett, wie das funktioniert? Ja, kann ich mal kurz. Da muss Ich habe dich davon abgebracht eben. Mein Fehler. den Tisch. So eine Lüftungsanlage würde ich mir schon zulegen mit Wärmetauscher. Ja. Habe ich mal gesehen. Also der eine bläst, der andere zieht. Ja. Und das immer, glaube ich, hin und her. Ja, das wollte ich auch machen, aber mein Sanitär hat gesagt, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Hat er gesagt, ja. Ich bin bereit. Ja. Zack, Das war's. das war's. Mit XXL Lutz sind Sie auch mobil zu Hause. Düdüdüm. Ja. So, ich zeig's mal gerade. Diese und weitere viele Möbel finden Sie bei XXL Lutz. Da ist es. Aber man zeigt, man hat hier keine Campingmöbel, sondern das sind ganz normale Haushaltsmöbel, Genau. die einfach nur reinpassen. Richtig. Cooles Bett. Ja, das geht halt schnell, zack. Ja. Can, wenn du mal gerade so nett bist, mal an die Wand fasst und mir mal sagst, ob die kalt ist. Normal. Also Normal. jetzt nicht warm, nicht kalt. Nö. Ja, ist die Innenwand, aber die Außenwand ist auch. Okay, das heißt, da läuft nichts an, Kondenswasser gibt's nicht. Nee, Wärmebrücken. es gibt kein Schimmel, es gibt kein. Nee, gibt's alles nicht. Gott. Oh, die Deckenhöhe ist auch ziemlich groß. 240. Ja. Warte, ich Man hol hat mal nicht zurück. das Gefühl, das ist jetzt hier, 240, ja. können wir nicht anfassen. Und da ist schon eine Spannendecke drin. Genau, die ist sogar noch 3 oder 4 Zentimeter abgehängt. Wie sähe das jetzt aus, wenn keine Spannendecke drin wäre? Wäre es nochmal 4 Zentimeter höher. Aber was hat man dann für eine Decke? Ah, okay. USB-Platten. Oh, Ja, Braun. aber auch abgeklebt, wie gesagt, die Stöße. Wegen der Dampfsperre. so, wir sind in Karlstein. In Karlstein würde ich jeder kennen, oder? Mit dem Haus Nicht an der alle, Turnhalle. aber in Alsenau kennen mich mehr. Okay. Jetzt bist du ein paar Tage, stehst du schon hier, oder? Ja, seit 23. Dezember. 23. Dezember. Und die Leute, die hier kommen, haben die sich schon daran gewöhnt? Oder? Kommen viele vorbei und gucken halt, ja. Sagen Hallo und so. Kann ich mir vorstellen. Ja, auch manchmal klopft auch einer und ist einfach so interessiert, dass er halt mal gucken will, ja. So, hier oben ist noch ein Heizlüfter. Ja, genau. Für den Fall der Fälle, oder? Ja, hätten wir, aber es ist aber Quatsch, die einzubauen im Nachhinein. Gut, aber wenn jemand ganz sicher gehen will. Ja. Gut. Könnten wir aber auch eine Klimaanlage hinmachen. Ja. So. Cool. Ja. Also ein neues Konzept. Muss sich jedem gefallen. Es gefällt mir alles. Also es ist so, es gibt immer Leute, die dafür ein Faible haben und so weiter. Ja. Das ist ordentlich. Der Boden ist frei wählbar, die Farbe. Geht das? Ja, ja, klar. Du kannst hier alles Laminat, Vinyl, was man will halt. Ne? Aber ich finde halt schon, ich meine, ohne jetzt irgendwie Eigenwerbung zu machen, Ja. aber steht halt alles im Verhältnis und das ist wichtig. Ja, die Auch vom Preis her. Qualität, die Qualität, der Preis, ja. Auch die Funktionalität und dass man das auch selber machen kann. Deshalb denke ich schon, es ist ein schönes, zukunftsweisendes Projekt. Ja. So, dann mach's mal ein bisschen cozy, wieder mal ein bisschen gemütlicher vom Licht her, sagen wir so nett. Okay. Man kann das ja auch auf Tasten legen oder so Setups, oder? Dass du sagen kannst, einen Knopfdruck. Könnte man, aber ich bin jetzt nicht so ein Technikaffiner. Also ich mache das halt alles noch sehr Von Hand. altbacken. So. Ja. Hat jetzt mal das indirekte Licht angemacht. Ja. Du kannst alles einstellen, die Farbe. Guck mal hier, orange jetzt. Wenn du ein Nagelstudio hast. Ja, also Telekom. Ist natürlich auch genial, wenn du jetzt, ich sag mal jetzt ein Gewerbe hast, du hast irgendein, was weiß ich, wie sie zum Beispiel Halsbänder fertigt und du willst auch unterwegs nicht immer am selben Punkt sein. Du kannst das einfach hinschleppen lassen, du musst keinen LKW-Führerschein haben, du rufst einen Spediteur an und sagst hier bitte von A nach B. Das können wir auch übernehmen, diesen Service. Das würde gehen. Genau. Okay. Ja.
Also ich bin beeindruckt. Baugenehmigung, sagst du, ist machbar? Also hier nicht, Hier logisch, nicht. da steht es auf Rädern. Du kannst also jederzeit dich irgendwo hinstellen. Der Auflieger ist zugelassen. Auf jedem Parkplatz, wo ein Auto parkt, darf auch hier sowas parken. Außer es ist ein Schild nicht für LKWs, aber sonst Das heißt, ich kann im Prinzip auch überall schlafen, wo ich möchte. theoretisch ja. Weil laut des Gesetzes geht es ja, Ja. nur mit Fahrzeugen, Wie im gesagt, Prinzip nicht mit einem Wohnmobil. Du kannst auf jedem Parkplatz Ja. parken, solange da kein Schild ist mit dem LKW, Ja. nicht parken für Hat schon LKWs. seinen Anhänger, Vorteil. glaube ich, 2 Wochen zugelassen. Stand irgendwas, darf man die maximal stehen lassen. Aber wenn ja die Zugmaschine vorne dran ist, dann sieht es vielleicht wieder anders aus. Ja. Aber das lassen wir mal offen. Also, Genau. dass nicht, dass einer kommt und sagt, nein, stimmt alles nicht. Ja, genau. Und so weiter. Ja. Also für einen Campingplatz vielleicht ein bisschen lang, aber du sagst, man kann es auch kürzer bauen. Ja, also wir bauen jetzt eins, das ist tatsächlich nur 4,50 Meter in der Länge. Ach. Ist aber dafür 3,70 Meter hoch. Ist doch ein bisschen blöd bei Brücken, oder? Ja, nee, es ist, wie gesagt, mit Ach so, dem, der fängt dann mit tiefer dem an. Tiefbett, Ja, ja, mit genau. dem Tiefbett Ach, jetzt haben kannst wir du sind bis ja auch 3,70 4 Meter Okay. Höhe Das transportieren. ist dann aber auch wirklich so. Ich habe ja vorhin schon gefragt, dass in der Mitte habe ich dann auch 4 Meter hohe Wände. Fast Oder? 3,70 Ja, Meter. 3,70 Meter, genau. Mhm. Das ist cool. Ja. Ich muss das sehen, wenn es fertig ist. Ja. Dass wir das haben. So, die Farbe darfst du jetzt mal aussuchen außen. Was hättest du gerne? Die gleiche. Wie die gleiche. Nee, wir wollen doch einfach mal eine andere Farbe zeigen. Ja, war ja nur eine Idee. Es ist ja. Eine andere Guck mal, Farbe Sven, wählen das ist müsste, also ne? auch hier was ganz Besonderes. Die- Das ist auch ein Material, was es so noch nicht gibt. Das ist ein mineralischer Dämmschaum. Bims. Nee, es ist, ja, also wenn du quasi mehrgeschossig baust, dann hast du irgendwann das Problem mit dem Brandschutz. Ne? Und mineralischer Dämmschaum Brennt Brennt nicht. nicht. brennt nicht. Hm. Ja. Aber er hat eine gute Dämmeigenschaft. Du Fuchs. Ja, wir sind auf vielen Bereichen unterwegs, ja. Hier, das wäre meine Farbe. Sag mal. Braun. Ja. Schokobraun. Das ist aber ein schönes Braun. Ja. Das hat nicht so ein Warmes Schokobraun, Braun. genau. Ja. Moderne Nicht Farbe. zu warm, nicht zu kühl. Das gefällt mir So auch ein ganz gut. Fast wie Graubraun. Rost. Ja. Oder schwarz wird mir schon gut, weil das Das ist, Schwarz finde ich auch am besten. ist natürlich sehr zeitlos. Du Das hast ja auch Schwarz. gefragt. Also, Okay. ich würde Schwarz nehmen. Wir müssen los, Jan. Es hilft nichts. Kann ich hier noch verdunkeln eigentlich? Das heißt hier mit den. Nur mit den Jalousien. Vorhängen. Vorhängen, Okay. Jalousie, genau. Reicht ja auch. Ja. Gut, komm, schnell raus. Ja. Wenn ich Informationen haben möchte, wir halten gleich mal nochmal auf deine Ja. URL hinten. Die Ja. steht ja hinten am Trailer drauf. Genau. Und Dann zeige ich euch meinen Hund noch. ja, den will ich unbedingt sehen. Das Wichtigste. Nicht abstürzen, Jan. Der Handlauf fehlt. Ich zieh zu, ne? Ja. Ach, der ist im Fahrerhaus. Ja. Scooby, komm. Scooby. Komm mal hier. Psst. Scooby. Ah, der ist sauer. Psst. Auf, komm mal hier. Komm. Scooby! Er hört aber auch mittlerweile Oh. schlecht. Ja, er ist schon 12 Jahre alt. Hi, Und Mausi. laufen kann er auch nicht so gut momentan. Ja. Hi, Scooby! Ja, hi! Komm mal hier. Komm, auf. Jetzt kommt da ein Auto. Süß. Hi! Ja, 12 Jahre. Du ist er wohnst schon. also hier, ha? So. Das war das Border Collie in Labrador. Labrador Border Collie. Hallo! Hi, Scooby! Hallo! So, du wolltest noch mal auf die URL zeigen? Ja, ja, mache ich. Ja. The Future House heißt das Ganze. Ja. Perlmutt. Driver and Builder Romeo. Kann man es noch mal lesen, ja. Ja, hat man es da leichter bei der Frau, bei der Frauenschaft? Wenn man Romeo heißt? Nee, also besser wie Franz oder Jürgen. Okay. Ich werde den Namen nie wieder vergessen. So, hier ist es. Steiko, diesmal in Rot. Aber ich muss sagen, gerade eben, als noch ein bisschen Licht da war der Effekt noch wesentlich besser. Jetzt ist es okay, aber es war eben besser. Und wir haben jetzt Rot, ne? Ja, wir haben Rot. Das Blau ist auch nicht schlecht. Außerdem sind die Lampen innen drin an. Ja, aber wir haben es ja am Anfang drauf. Also da passt alles. Druckluftbremse mit drin natürlich hier. Das heißt, der rollt nicht von alleine weg erstmal, oder? Nee. Und da ist die URL. thefuturehouse.com. Da steht's. thefuturehouse.com. Wohnst du schon oder schraubst du noch? Ja. Und das Ganze auf Wunsch auch zum Selbstbau. Auf Wunsch auch ohne LED-Wand auf der Rückseite.
So, 9. Januar 2023 auf der Durchfahrt. Wir sind in Karlstein, das liegt in der Nähe von Frankfurt. Ja, zwischen Aschaffenburg und Hanau. Und Hanau. So, und wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben noch ca. 2 Stunden, Ui. die wir müssen. Und dann geht es ab Richtung Frankreich. Große Drehreise. Aber das hier hat sich gelohnt, oder? Ja, definitiv. Ich habe viele Sachen gesehen. Mit Jan Herzog und Romeo Güntling. Güntling. So, von thefuturehouse.com. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und ich befürchte, wir werden von Romeo noch viel hören. Ja, und wir werden auf jeden Fall noch mal vorbeikommen. Tschüss.